Welche Änderungen und neuen Gesetze gibt es im August 2022? Vor was müssen wir uns fürchten? Stehen wir kurz vor dem totalen Crash? Was hat das mit den Rentnern zu tun? Heute erkläre ich 12 wichtige Änderungen, obwohl es natürlich noch mehr gibt. Viele Änderungen betreffen die Allgemeinheit, aber einige sind auch speziell für Rentner sehr wichtig. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Jutta Martin. Ich bin selbst Rentnerin und ich berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor ich zum Inhalt des heutigen Videos komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr euch hier unter diesem Video einen kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner, sichern könnt. Fangen wir an, Nummer 1, neues Arbeitsrecht. Wer als Rentner einen Minijob ab 1. August 2022 oder später plant, sollte sich mit diesem Thema genauer beschäftigen. Ab 1. August 2022 haben Mitarbeiter mehr Anrecht auf Informationen über ihre Arbeitsbedingungen. Bei Verstößen kann es für Betriebe richtig teuer werden. Das neue Nachweisgesetz tritt am 1. August 2022 in Kraft und gilt für alle Arbeitsverhältnisse, die ab dem 1. August neu geschlossen werden. Auch für Minijobber und Praktikanten, die länger als einen Monat beschäftigt werden. Für bestehende Arbeitsverhältnisse ändert sich erst einmal nichts. Worum geht es in diesem neuen Nachweisgesetz? Also bisher hatten Arbeitgeber einen Monat Zeit, ihren Nachweispflichten nachzukommen. Nach dem neuen Gesetz müssen Mitarbeiter bereits am ersten Arbeitstag Informationen schriftlich ausgehändigt bekommen. Solche Informationen sind zum Beispiel Name und Anschrift der Vertragsparteien, das Arbeitsentgelt natürlich und Überstunden und die Arbeitszeit. Weitere Informationen müssen innerhalb von 7 Tagen nachgereicht sein. Das sind zum Beispiel der Arbeitsort, die Tätigkeitsbeschreibung, Vergütung von Überstunden, und gegebenenfalls eben eine Befristung. Nummer 2. Strom und Gas werden aufgrund der eingeschränkten Liefermengen und anderen Unsicherheiten, wie auch der erhöhten Energieversorgungskosten, deutlich teurer. Hier kommen wirklich erhöhte Mehrbelastungen auf die Verbraucher zu. Viele Strom- und Gasgrundversorger haben Preiserhöhungen für August 2022 angekündigt. Punkt 3. Preisänderungen ab dem 1. August gibt es auch bei Hermes. Angesichts der zuletzt stark gestiegenen Kosten für den Transport und die Zustellung von Päckchen, Paketen und größerer Sendungen reagiert der Paketdienstleister Hermes mit Anpassungen der seit 2019 bestehenden Preisstruktur für den nationalen und internationalen Privatkundenversand. Punkt 4. Der Sport-Streaming-Dienst DAZN oder DAZN, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, verdoppelt seine Preise zum 1. August 2022 auch für Bestandskunden. Das flexibel kündbare Abo kostet dann statt 14,99 eben 29,99. Punkt 5. Am 17. August schränkt Amazon die Nutzer von alten Kindle-Modellen massiv ein. Punkt 6 ist, wer gerne bei C&A einkauft, wird künftig die Produkte von Mustang vergeblich suchen. Ab August 2022 bis Februar 2023 schmeißt C&A die beliebten Mustang Jeans und alle anderen Produkte von Mustang nach 4-jähriger Kooperation wieder aus dem Sortiment. Punkt 7. Das 9-Euro-Ticket endet mit dem Monat August. Was danach kommt, ist noch ungewiss, aber es gibt schon Ideen und heiße Diskussionen um ein Anschlussticket für 29 Euro oder 69 Euro. Wir wissen es nicht, es steht noch nicht fest. Punkt 8. Für Schüler, Auszubildende und Studenten wird im August der BAföG-Satz angehoben. Das ist vielleicht eine interessante Information für Großeltern, die sich um die Ausbildung ihrer Enkel sorgen. Als 9. Punkt.
Wer in Gemeinschafts- oder medizinischen Einrichtungen beschäftigt ist, darf ab 1. August nur noch mit dem Nachweis einer Masernimpfung arbeiten. Der Impfausweis muss bis 31.07. vorgelegt werden. Das betrifft Beschäftigte, die nach 1970 geboren wurden und in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen mit anderen Personen in Kontakt kommen. Ohne Impfschutz dürfen sie ab dem 1. August nicht weiter in den jeweiligen Einrichtungen arbeiten. Ziel ist der Schutz besonders verletzlicher Personengruppen und der Gesellschaft insgesamt vor dem gefährlichen und hoch ansteckenden Masernvirus. Ja, Punkt 10, unspektakulär. Telekom stellt Ende August den E-Mail-Dienst für sichere Behördenpost ein. Punkt 11, in einigen Branchen wie Maurer- und Steinmetz-Arbeiten gibt es ab dem 1. August einen Mindestlohn von 13,35 € pro Stunde. Und Punkt 12 geht es um ein massives neues Gesetz bei Medikamenten. Biosimilars werden Pflicht. Viele Rentner sind auf Medikamente angewiesen. Folgende Änderung ist daher wichtig zu wissen. Eine Gruppe bei Medikamenten sind sogenannte Biopharmazeutika, also biotechnologisch erzeugte Medikamente, die mit Hilfe von Organismen wie Bakterien eben geschaffen werden. Sie werden zum Beispiel bei Morbus Crohn, Arthritis oder gegen Krebs eingesetzt. Nach dem Wegfall des Patentschutzes kommen deutlich günstigere Alternativen auf den Markt, die die gleiche Wirkung haben. In diesem Fall nennen sie sich eben nicht Generika, sondern Biosimilars. Diese Änderung tritt am 16. August 2022 in Kraft. Statt der verschriebenen Originalprodukte gibt es in der Apotheke das günstigere Biosimilar. Die Entscheidung darüber, welches Produkt man erhält, tritt in diesem Fall nicht mehr der Arzt, sondern das Gesetz. Ärztlich verordnete Medikamente können bei den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art von der Steuer abgesetzt werden, aber nur eben ärztlich verordnet. So, meine lieben Zuschauer, das waren jetzt die 12 wichtigen Änderungen für den August 2022. Natürlich sind das längst nicht alle Änderungen, aber für einen groben Überblick sollte das reichen. Vor was müssen wir uns fürchten? Ab August wollen die EU-Staaten Gas für den Notfall sparen. Wie sich das für uns, die Verbraucher, auswirken wird, ist noch unklar. Eins steht aber fest, da kommt nichts Gutes auf uns zu. Die gegenwärtige Energiepolitik schwächt nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Massive Wohlstandsverluste wurden uns ja schon offiziell angekündigt. Wir wurden also vorgewarnt. Es ist ein schleichender Prozess, aber wir sollen uns alle auf das Schlimmste vorbereiten. Denn der Sumpf ist wahrscheinlich noch größer, als man denkt.